It's not an office devoted to prosecution like Jack Smith's special counsel. It's a term of art being used for an organization that's responsible for things related to the enforcement of laws related to federal workers, an important position. But Donald Trump doesn't want Hampton Dellinger. He doesn't want independent watchdogs. He doesn't want anybody serving out a 5-year term on his watch. And so he fired him without cause. And the problem is, by firing him without cause, he violated the due process rights, overly qualified for the position. If you ever wanted an ethical, stand-up, trustworthy fellow or woman to take that position, you want somebody that looks and acts exactly like Hampton Dellinger. Der oberste Gerichtshof hat soeben ein wegweisendes Urteil gefällt. Und Donald Trumps Reaktion ist absolut wahnsinnig. Berichten zufolge ist er wütend, überrumpelt und versucht zu reagieren, während sich die Nachricht wie ein Lauffeuer im ganzen Land verbreitet. Ist dies die Entscheidung, die endgültig alles für Trump ändert? Kommentieren Sie 1, wenn Sie glauben, dass Trump zurückschlagen wird, oder 0, wenn Sie glauben, dass dies Schachmatt ist. Nun, lassen Sie uns aufschlüsseln, was gerade passiert ist. Bevor wir weitermachen, möchte ich Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn Ihnen dieser Inhalt gefällt, nehmen Sie sich bitte eine Sekunde Zeit, um dieses Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Ich danke Ihnen vielmals. Nun zurück zum Video. Es hat den Anschein, dass das Anwaltsteam, das Donald Trump vertritt, den Eindruck hatte, sie könnten den obersten Gerichtshof schnell überlisten. Um es gleich vorwegzunehmen, das Ergebnis ist nicht ganz so ausgefallen wie geplant. Stellen Sie sich Folgendes vor. Trumps Anwaltsteam schreitet in den Gerichtssaal, sieht aus wie ein V und behauptet selbstbewusst, dass ihr Mandant für alle Handlungen, die er während seiner Amtszeit als Präsident begangen hat, unantastbar ist. Wie waghalsig ist dieses Manöver? Finden Sie nicht auch? Andererseits, und das ist der Knackpunkt, der oberste Gerichtshof hat Trump nicht abgekauft, was er verkaufen wollte. Nicht einmal ein geringer Betrag. Es war fast so, als ob man die Richter mit den Augen rollen hörte, als sie sich dieses Geschwätz über Immunität anhörten. Es war, als würde ein Gebrauchtwagenverkäufer versuchen, einen Mechaniker davon zu überzeugen, dass es sich bei einer Schrottkiste ohne Räder um einen Luxuswagen handelt, der nur kurze Zeit gefahren wurde. The United States Supreme Court has just ruled against Donald Trump and his efforts to remove from office the head of the Office of Special Counsel, Hampton Dellinger, relatively well. He was appointed by President Biden, to serve out a 5-year term. He just got the appointment a couple of months ago to be the head of the Office of Special Counsel. That's a special creature. It's not what it sounds like. Both opposed Justice Roberts in allowing Hampton Dellinger to remain as the head of the Office of Special Counsel for at least 5 more days until the trial judge holds her hearing. Stellen Sie sich vor, die Mitglieder von Trumps Team würden vor Schweiß triefen, als die Richter ihre Argumente vor ihnen zu sezieren begannen. Vergleichbar mit einer Katze, die mit einer Maus spielt. Mit dem Unterschied, dass die Maus einen schlecht sitzenden Anzug trug und ihr Haar in einem schrecklichen Zustand war. Jeder einzelne der konservativen Richter warf den Anwälten, die Trump vertraten, einen Seitenblick zu. Das ist der Moment, in dem man merkt, dass man sich in einer prekären Situation befindet, wenn das eigene Team einen anstarrt, als hätte man gerade empfohlen, Ananas auf die Pizza zu tun. Die Verteidigung, die Trump aufgebaut hat, war fast so instabil wie ein Jenga-Turm nach einem Erdbeben. Sie war so schwach, dass man fast hören konnte, wie sie unter dem Gewicht ihrer eigenen Dummheit zerbrach. In einem Tempo, das schneller war. Als Trump Hexenjagd in Großbuchstaben tweeten konnte, durchlöcherten die Richter den Bericht immer wieder. Der eigentliche Höhepunkt war jedoch, als die Richterin Elena Kagan eine Bombe der Wahrheit auspackte, die alle sprachlos machte und ihnen die Kinnlade herunterfallen ließ. Sie stellte die Frage, ob ein früherer Präsident einer Strafe entgehen kann, auch wenn er einen Staatsstreich inszeniert oder Atomgeheimnisse verkauft hat. Atmen Sie tief durch und lassen Sie das Mikrofon fallen. Ein kollektives Aufatmen war von Trumps juristischen Mitarbeitern zu hören. Und es war praktisch hörbar. Es war, als würde man einem Zauberer dabei zusehen, wie er ein Kaninchen aus dem Hut zieht, nur um dann festzustellen, dass das Kaninchen eigentlich ein Stinktier ist. Auch John Roberts, der oberste Richter der Vereinigten Staaten, ließ sich nicht lumpen. Im Wesentlichen teilte er Trumps Mitarbeitern mit, dass ihr Anspruch auf Immunität ungefähr so legitim sei wie eine 3-Dollar-Note. Roberts erklärte, und ich zitiere, dass Trump eine Immunität beansprucht.
die weit über die eingeschränkte Immunität, die wir beobachtet haben, hinausgeht. Anders ausgedrückt, sie haben sich bemüht. Aber darauf fallen wir nicht herein. Kumpel. The way it works in court, a little bit of a legal breakout session, is if you have a temporary restraining order, which is only in place for a short amount of time, in this case it's only in place for about 5 days, you wait until there's a preliminary injunction of one Hampton Dellinger, who ran in an emergency injunction and obtained it, a temporary restraining order, from a federal court judge in the District of Columbia, at which time then the courts of appeal have jurisdiction. They generally don't have jurisdiction over temporary restraining orders. Es hat sich herausgestellt, dass man als Präsident nicht automatisch das Privileg hat, einer Inhaftierung zu entgehen. Wer hätte das gedacht? Es hat also den Anschein, dass alle außer Trump und seinem juristischen Dream Team ausgeschlossen sind. Das Gericht hat deutlich gemacht, dass Präsidenten nicht über dem Gesetz stehen, aber auch nicht allen Gesetzen vollständig unterworfen sind. Es ist fast so, als würde man ihnen sagen, dass sie zwar die Hosen für große Jungs tragen dürfen, sich aber trotzdem an die Regeln halten müssen. Dieser ganze Streit um die Immunität hat einige Menschen dazu veranlasst, ihre Besorgnis darüber zu äußern, dass damit ein schädlicher Präzedenzfall geschaffen werden könnte. Sie sind besorgt, dass dies künftigen Präsidenten den Eindruck vermitteln könnte, dass sie handeln können, ohne für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen zu werden. Man kann sich fragen, ob wir nicht eine Klausel in den Amtseid des Präsidenten aufnehmen sollten, die den Verkauf von Atomgeheimnissen oder die Inszenierung von Putschen verbietet. Es ist wie bei einem Kind, das ohne Aufsicht in einen Süßwarenladen gesteckt wird. Andererseits waren nicht alle Richter des Gerichts mit dieser Schlussfolgerung einverstanden. Und Sonia Sotomayor wollte sich nicht damit abfinden. Sie nahm kein Blatt vor den Mund, als sie ihr Missfallen über die heutige Entscheidung zum Ausdruck brachte, die früheren Präsidenten strafrechtlichen Schutz gewährt. Sie erklärte, dass diese Entscheidung die Institution der Präsidentschaft umgestaltet. Der Gedanke, dass niemand über dem Gesetz steht, der sowohl für unsere Verfassung als auch für unsere Regierungsform grundlegend ist, wird durch diese Bestimmung ins Lächerliche gezogen. Wenn Sie glauben, dass es schwierig ist, ein Fußballspiel für Kinder zu Schiedsrichtern, dann versetzen Sie sich in die Rolle von John Roberts, der den Begriff Judicial Burn kennt. Um Trump nicht vom Haken zu lassen, musste der oberste Richter eine Methode finden, um die 9 Richter, die eine starke Meinung vertreten, zufriedenzustellen. Es ist vergleichbar mit dem Hüten von Katzen. Wenn die Katzen über die Verfassung debattierten, während sie Roben trugen, dann befand sich der arme Johnny Boy in einer schwierigen Situation, da er zwischen einem Stein und einem harten Ort gefangen war. Auf der einen Seite sind da die konservativen Richter, die Trump in eine warme und kuschelige Decke der Immunität hüllen wollten. Die Liberalen hingegen waren bereit, ihn nackt auszuziehen und den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen. Sie waren bereit, dies zu tun. First stop on the train is Chief Justice Roberts. Why? But not just because he's the chief of the Supreme Court, but because any appeal that comes out of the DC, the Trump administration, by claiming that the Supreme Court has power under what is referred to as the All Writs Act, but that's very narrow in application. It doesn't apply to the facts of this case. Appellate courts goes firstly to Chief Justice Roberts on an emergency application. He could have denied this on his own, but he decided, I guess, anything related to Trump, he's going to throw it back to the entirety of the 9 justices of the panel. Gleichzeitig versucht Roberts, ähnlich wie ein Vater, bei einem schiefgelaufenen Familientreffen zu schlichten. Unser guter Freund Johnny hat den Ruf, ein König der Kompromisse zu sein. Und das nicht ohne Grund. Er ist immer auf der Suche nach dem goldenen Mittelweg, bei dem alle ein bisschen unzufrieden sind, und er versucht ständig, ihn zu finden. Als würde er ein Spiel mit einem juristischen Taschenspieler spielen, beugte er sich nach hinten, um zu verhindern, dass das Gericht von seiner ursprünglichen Entscheidung abweicht. Im Laufe der Debatten stellte Roberts Fragen in einem Tempo, das mit dem Tempo vergleichbar war, in dem Trump Verschwörungstheorien twittert. Es ging darum, dass er sagte, hey, was ist, wenn ein Präsident eine Bestechung annimmt, um zum Botschafter ernannt zu werden? Wie genial ist das? Eine Warnung, das ist jetzt nicht der Fall. Andererseits hoffte Roberts, ein Argument vorzubringen. Es ist nicht akzeptabel, dass Präsidenten einfach so handeln können, wie sie wollen, und dies dann als Amtshandlung bezeichnen. Es ist fast so, als ob Roberts einen Hochseilakt vollführen würde. Aber statt eines Sicherheitsnetzes hatte er den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten.
Ein einziger Fehler genügt, um eine Verfassungskrise auszulösen. Die Fachleute haben Roberts mit Argusaugen beobachtet. Michael Waldman, eine dieser Personen, erklärte, dass es sich um einen außergewöhnlichen Wettbewerb für das Gericht Roberts handele. Übersetzung Johnny. Junge, pass auf, dass du das nicht vermasselst. Sonst kriegen wir alle eine Menge Ärger. Was genau hat unser Gerichtsjongleur dann getan? Als er das tat, war es ein typischer Vaterzug. Er hat eine Entscheidung ausgearbeitet, die für alle Parteien fair war und einige Kompromisse enthielt. Die Situation ist vergleichbar mit der, wenn deine Eltern dir sagen, dass du Eis essen darfst, aber erst nachdem du dein Gemüse gegessen hast. Das Gericht schränkte die Immunität des Präsidenten zwar ein, hob aber nicht die gesamte Regelung auf. Als Roberts bei einer MAGA-Veranstaltung war, tanzte sie schneller als Donald Trump. Es war notwendig, dass er ein Gleichgewicht zwischen verfassungsrechtlichen Idealen, politischem Druck und einer Gruppe von Spitzenrichtern fand. Als er auf seinem Einrad fuhr, sah es so aus, als würde er versuchen, eine Nadel einzufädeln oder so etwas. Seien wir doch mal ehrlich. Können Sie sich daran erinnern, jemals einen Mann in einem Gewand gesehen zu haben, der versucht hat, Einrad zu fahren? Das ist nicht schön. Aber das ist die größte Überraschung von allen. In der Tat war Roberts damit erfolgreich. Es war ihm möglich, einen Kompromiss zu finden, der keine der gegnerischen Seiten völlig verärgern würde. Es ist fast so, als ob es ihm gelungen wäre, das juristische Äquivalent zu Schweizer Käse zu entdecken. Auch wenn er Löcher hat, ist er immer noch Käse. Meinen Sie nicht auch? Oh ja, in der Tat. Es scheint, dass Trumps Kandidaten für den obersten Gerichtshof im Sandkasten nicht mehr miteinander zurechtkommen. Erinnern Sie sich an die Zeit, als er sich damit brüstete, diese Personen zu ernennen? Das ist vergleichbar mit der Erfahrung, dass die Fußballmannschaft Ihres Kindes ein Eigentor schießt. Ich bitte um Entschuldigung. Stellen Sie sich einen Moment lang Folgendes vor. Die Anwälte von Donald Trump machen sich auf den Weg zum obersten Gerichtshof und sind sich sicher, dass sie diesen Fall unter Kontrolle haben. Immerhin wurden zumindest einige dieser Richter von Trump selbst ausgewählt. Oder? Es ist unmöglich, dass sie nicht zum Team MAGA gehören. Wie auch immer, haltet eure MAGA-Hüte fest. Denn die Dinge werden noch viel pikanter werden als die Tacoschalen, die Trump angeboten hat. Einige von Trumps angeblichen Freunden auf der Richterbank begannen während der Argumente Fragen zu stellen, was ihn wahrscheinlich dazu veranlasste, zu tweeten: Du bist gefeuert. Schon wieder. Diese Fragen richteten sich an Trump. Es war, als würde man sehen, wie sich ein Kaninchen, das von einem Zauberer benutzt worden war, in einen gefräßigen Wolf verwandelt. Überraschend, unvorhersehbar und eigentlich ziemlich amüsant. Tun Sie, was richtig ist. Nehmen wir als Beispiel Samuel Alito. Im Allgemeinen ist er berechenbarer als Trumps Haare, wenn sie im Wind wehen. Aber dieses Mal stellte er Fragen, die Trumps Anwälte mehr ins Schwitzen brachten als Rudy Giuliani, als er auf einer Konferenz für Haarfärbemittel war. An diesem Tag scheint Alito vergessen zu haben, welches Teamshirt er gerade trug. Die anderen konservativen Richter wackelten in ihren Stühlen, als hätten sie auf einem Furzkissen gesessen. Und nicht nur Alato reagierte so. Es war fast so, als könnte man sie denken hören: Donald, es ist möglich, dass wir andere Leute nicht sehen sollten. Verstehen Sie mich nicht falsch. Sie haben sich nicht gerade an den Rufen beteiligt, ihn einzusperren. Aber Sie haben auch nicht geglaubt, was Trump verkauft hat. Es ist, als ob Sie sich plötzlich an das gesamte Ritual der Vereidigung auf die Verfassung erinnerten, das Sie zuvor durchgeführt hatten. Faszinierend, wie das funktioniert, nicht wahr? Im Laufe des Verfahrens begannen diese konservativen Richter, Löcher in Trumps Anspruch auf Immunität zu stoßen, die größer waren als die Fehler in seinem Grenzmauerprojekt. Sie brachten bestimmte Dinge zur Sprache, die etwas beunruhigend waren, wie zum Beispiel die Frage, was passieren würde, wenn ein Präsident beschließen würde, einen Staatsstreich zu starten. Dürfen wir ihn zu diesem Zeitpunkt immer noch in den Ausstand versetzen? Es ist fast so, als wären sie besorgt über. Nun ja, ich weiß nicht. Einige kürzliche Ereignisse oder irgendetwas anderes als das. In seinem ständigen Bemühen, die Stimme der Vernunft zu sein, wies der oberste Richter John Roberts darauf hin, wie absurd es wäre, wenn ein Präsident mit der Annahme von Zahlungen im Austausch für die Ernennung von Botschaftern davonkommen könnte. Er beschrieb es wie einen Hocker mit nur einem Bein. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen, aber ich würde sicher nicht auf diesem Stuhl sitzen wollen. Klingt nicht stabil. Ein bisschen schon. Aber egal. Die ganze Veranstaltung war wie ein Wrestling-Kampf, bei dem der Schiedsrichter schnell entscheidet.
einem der Teilnehmer einen Bodyslam zu verpassen. Es ist gut möglich, dass Trumps Mitarbeiter nicht damit gerechnet haben. Höchstwahrscheinlich haben sie gedacht, ach, das denke ich auch. Aber jetzt wird es erst richtig interessant. Es besteht die Möglichkeit, dass dieser kleine konservative Ausbruch erhebliche Auswirkungen haben wird. Es geht um die Möglichkeit, die Macht des Präsidenten einzuschränken, die möglicherweise länger Bestand hat als eine von Trumps Ehen. Plötzlich scheint es, als hätten sich die Richter daran erinnert, dass sie auf der Seite der Verfassung und nicht auf der Seite von Trump stehen sollten. Diejenigen, die sich für Politik interessieren, sind von dem ganzen Szenario mehr begeistert als ein Kind am Weihnachtsmorgen. Ihrer Meinung nach hat dies das Potenzial, die Arbeitsweise des Gerichts zu verändern. Vielleicht sogar die Art und Weise, wie wir über die Macht der Exekutive denken. Es ist so ähnlich wie bei der letzten Folge von America's Got Talent, nur dass hier nicht gesungen wird, sondern die Juroren Rechtsgymnastik machen. Natürlich wurde diese unerwartete Wendung der Ereignisse nicht von allen positiv aufgenommen. Einige befürchten, dass dadurch das Vertrauen der Menschen in das Justizsystem weiter untergraben wird. Es ist fast so, als könnten wir keine wunderbaren Dinge haben, ohne dass jemand spekuliert, dass alles inszeniert ist. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einem Boxkampf, ziehen Ihre Handschuhe an und bereiten sich auf den Kampf vor, nur um herauszufinden, dass Ihr Gegner sich bereits selbst K.O. geschlagen hat, bevor die Glocke des Kampfes überhaupt ertönt. Dies ist eine sehr genaue Beschreibung dessen, was bei diesem Kampf am obersten Gerichtshof mit den liberalen Richtern geschah. Auf der anderen Seite halten Sie sich fest, denn diese Siegesrunde könnte viel aufregender sein, als Sie es erwarten. Es ist wahrscheinlich, dass die liberalen Richter das Gefühl haben, im Lotto gewonnen zu haben, ohne ein Los kaufen zu müssen. In Vorbereitung auf einen Kampf waren sie alle gerüstet und bereit, Trumps Behauptungen über die verfassungsmäßige Immunität mit einigen juristischen Heuschrecken zu beantworten. Andererseits konnten sie sich entspannen und zusehen, wie die Konservativen die ganze mühsame Arbeit erledigten, ohne sich anstrengen zu müssen. Es ist fast so, als hätte die Welt beschlossen, ihnen etwas umsonst zu geben. Und Junge, sind sie begeistert davon. Das Bild von Richterin Sotomayor, die mit weit aufgerissenen Augen dasitzt und denkt, Moment mal, haben wir gerade gewonnen? Ist kaum vorstellbar. Passiert so etwas wirklich? Währenddessen tauschen Kagan und Jackson höchstwahrscheinlich Blicke aus. Die dem, siehst du, was ich sehe? Ähneln. Anders ausgedrückt, es ist das juristische Äquivalent dazu, dass man Geld in der Tasche entdeckt, von dem man ganz vergessen hat, dass man es hat. Andererseits kann eine kleine Veränderung den Präsidenten des Landes völlig umkrempeln. Die Sache ist jedoch die, wie können Sie sich freuen, wenn Ihre Gegner ein Tor für Ihre Seite erzielen, das im Grunde ein Sieg ist? Zu sehen, wie Ihr Konkurrent kurz vor der Ziellinie ausrutscht und fällt, ist wie ein Fußballspiel. Natürlich freut man sich über den Sieg, aber ist das nicht ein bisschen peinlich? Wahrscheinlich kneifen sich die liberalen Richter, um sicher zu sein, dass sie nicht träumen. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass einem die konservativen Richter einen Triumph auf dem Silbertablett servieren. Verstehen Sie mich nicht falsch. Die Liberalen sitzen nicht einfach nur herum und drehen Däumchen, sondern sie machen das Beste aus diesem unerwarteten Geschenk und nutzen es aus. Vor allem Richterin Sotomayor macht in diesem Verfahren keine halben Sachen. In ihrer abweichenden Meinung wurde sie richtig bösartig und erklärte, dass das Urteil eine Verhöhnung des Gedankens sei, dass kein Individuum über dem Gesetz stehe, dass die Grundlage unserer Verfassung und unserer Regierungsform sei. Das tut weh. Das ist in der Tat eine Note. Genau hier, eine Ohrfeige vom Rechtssystem. Aber jetzt wird es erst richtig interessant. Es ist nicht nur ein einmaliger Sieg für die liberalen Richter, den sie mit diesem Urteil erringen. Anders ausgedrückt, es ist fast so, als hätten sie eine goldene Eintrittskarte in die Schokoladenfabrik der juristischen Präzedenzfälle erhalten, die Willy Wonka entworfen hat. Jedes Mal, wenn sie das Bedürfnis verspüren, alle daran zu erinnern, dass auch Präsidenten nicht über dem Gesetz stehen, können sie dieses Urteil als Munition für künftige Fälle verwenden und es bei Bedarf jederzeit wieder hervorholen. Die Situation ist vergleichbar mit dem Erhalt einer Du kommst aus dem Gefängnis frei Karte, mit dem Unterschied, dass es sich eher um eine Steck den Präsidenten ins Gefängnis Karte handelt. Außerdem sollten wir in dieser Situation nicht das Gesamtbild übersehen. Es geht jedoch nicht nur um Trump, sondern um die präsidiale Autorität in ihrer Gesamtheit. Nach Ansicht der Experten stellt diese Entscheidung eine seismische Verschiebung in der Art und Weise dar, wie wir die Autorität der Executive verstehen. Es ist,
Als hätte der oberste Gerichtshof gerade die Geografie der präsidialen Zuständigkeit neu gezeichnet. Und die liberalen Richter stehen mit den wenigen verfügbaren Exemplaren des neuen Atlases da. Andererseits sollte man sich nicht zu sehr freuen, denn dieser Sieg könnte einige unerwartete Auswirkungen haben. Kennen Sie das alte Sprichwort? Dass man vorsichtig sein sollte. Was man sich wünscht? Vielleicht sollten die liberalen Richter dies bei ihrer Entscheidung berücksichtigen. Auch wenn sie in diesem Moment wahrscheinlich einen Freudentanz aufführen, hat dieses Urteil das Potenzial, ein ganz neues Kapitel aufzuschlagen. Wenn es dazu führt, dass das Rechtssystem noch stärker politisiert wird, als es ohnehin schon ist. Wenn es eine Kettenreaktion auslöst, mit der niemand gerechnet hat? Außerdem sollten wir nicht die rechtlichen Probleme übersehen, mit denen Trump konfrontiert ist. Um ehrlich zu sein, ist diese Entscheidung nicht gerade ein Freifahrtschein für den alten Donny, um nicht ins Gefängnis zu gehen. Es ist eher wie eine Karte, auf der steht, gehen Sie direkt ins Gefängnis. Vermeiden Sie es, zu gehen, und kassieren Sie keine $200. Es ist möglich, dass die liberalen Richter im Moment ein Gefühl der Selbstzufriedenheit empfinden, aber es ist ebenso wahrscheinlich, dass sie sich auf den bevorstehenden Sturm vorbereiten. Für uns sieht es so aus, als ob unser geliebter orangefarbener Scheißhaufen gerade die juristische Toilette hinuntergespült worden ist. Angesichts von Trumps Immunitätsbehauptungen ist die Entscheidung des obersten Gerichtshofs mit einem großen, saftigen Gemüseburger vergleichbar, der ihm ins Gesicht geworfen wurde. Aber jetzt wird es erst richtig interessant. Es ist möglich, dass Trumpy, wenn er nicht vor November vor Gericht steht und irgendwie die Wahl gewinnt, ein cleveres Manöver durchführt. Rechtsexperten glauben, dass er in der Lage ist, neue hochrangige Beamte im Justizministerium zu benennen, die seine Fälle so schnell verschwinden lassen würden wie einen Cheeseburger in Mar-a-Lago. Dies ist die Definition einer "Du kommst aus dem Gefängnis frei"-Karte. In Trumps Plan, der darin besteht, zu verzögern und noch mehr zu verzögern, passt dieses Urteil perfekt hinein. Es ist fast so, als ob er versucht, jede letzte Sekunde aus seinen rechtlichen Problemen herauszuholen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass er sich mehr darauf konzentrieren muss, diese lästigen Veggies zu vermeiden, als die Prozesse zu vermeiden. Letztendlich brauchen auch Präsidenten ihre Fasern. Jetzt sind Sie dran. Glauben Sie, dass dieses Urteil Trump endgültig stoppen wird? Oder wird er irgendwie noch stärker zurückkommen? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren. Drückt den Gefällt mir-Button und vergesst nicht, euch anzumelden, um bei dieser rasanten Geschichte auf dem Laufenden zu bleiben.